Interessengruppe Parawatch Wiki Datenbank-ID 1109 Einsatzgebiet Nordamerika, Europa, Internetseiten Gefahrenstufe Grün Übersicht. Das sogenannte Parawatch-Wiki ist ein Online-Webforum, das sich aus einer Vielzahl von Nutzern zusammensetzt, darunter Verschwörungstheoretiker, Paranormalitätsenthusiasten und Amateurschriftsteller, die sich gemeinsam dem Ziel widmen, anomale Phänomene zu untersuchen und öffentlich zu machen. Im Kern handelt es sich um eine lose organisierte Plattform, ohne klare Hierarchie oder zentrale Führung, auf der Nutzer ihre eigenen Erfahrungen, Theorien und Beobachtungen teilen. Die Inhalte bestehen überwiegend aus ausführlich formulierten Berichten und Kurzgeschichten, in denen Begegnungen mit angeblich paranormalen Ereignissen geschildert werden. Diese reichen von persönlichen Erlebnissen über urbane Legenden bis hin zu angeblich historischen Vorfällen, die von den Nutzern selbst recherchiert oder interpretiert wurden. Auffällig ist dabei, dass Parawatch weniger als klassische Forschungsgruppe agiert, sondern eher als eine Art Sammelstelle für subjektive Wahrnehmungen und unbestätigte Informationen. Die Beiträge sind häufig narrativ aufgebaut und enthalten emotionale oder dramatische Elemente, wodurch sie schwer von Fiktion zu unterscheiden sind. Genau dieser Umstand führt dazu, dass glaubwürdige Hinweise auf tatsächliche Anomalien innerhalb der Masse an Fehlinformationen untergehen. Die fehlende wissenschaftliche Methodik sowie die starke Vermischung aus Fakten, Fehlinterpretationen und bewusster Fiktion verhindern eine strukturierte Analyse der Inhalte. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die geografische Verteilung der Nutzerbasis. Parawatch besteht aus Individuen aus verschiedenen Regionen, Kulturen und Hintergründen, die unabhängig voneinander agieren. Diese Dezentralisierung führt dazu, dass keine einheitliche Zielsetzung oder koordinierte Untersuchung anomaler Phänomene stattfindet. Stattdessen entstehen zahlreiche isolierte Theorien und Hypothesen, die selten miteinander abgeglichen oder überprüft werden. Dies reduziert die Effektivität der Gruppe erheblich und verhindert, dass sie ein konsistentes Verständnis des Anomalen entwickelt. Trotz ihres offensichtlichen Interesses am Paranormalen verfügt Parawatch über keinerlei gesicherte Kenntnisse bezüglich der tatsächlichen Natur anomaler Phänomene. Weder die Existenz des Schleiers noch die Rolle der Foundation oder anderer Interessensgruppen ist der Mehrheit der Nutzer bekannt. Die Diskussionen innerhalb des Forums bewegen sich daher meist auf einem spekulativen Niveau und orientieren sich an falschen Annahmen oder unvollständigen Informationen. Selbst wenn einzelne Nutzer unbeabsichtigt auf reale anomale Ereignisse stoßen, fehlt ihnen der Kontext, um diese korrekt einzuordnen. Vermutung: Es ist möglich, dass einzelne Beiträge auf Parawatch tatsächliche Begegnungen mit Anomalien beschreiben, diese jedoch aufgrund der allgemeinen Struktur der Plattform nicht als solche erkannt werden. Stattdessen werden sie entweder als Fiktion wahrgenommen oder mit anderen unzutreffenden Theorien vermischt. Dadurch entsteht eine Art natürlicher Filter, der reale Informationen effektiv verschleiert. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Art und Weise, wie Parawatch Inhalte verarbeitet. Anstatt Informationen zu verifizieren, neigt die Community dazu, bestehende Theorien auszubauen oder zu verändern. Dies führt zu einer kontinuierlichen Verzerrung der ursprünglichen Inhalte. Mit der Zeit entfernen sich selbst ursprünglich glaubwürdige Berichte immer weiter von der Realität und werden Teil eines größeren Geflechts aus Halbwahrheiten und Spekulationen. Vermutung: Dieses Verhalten könnte unbeabsichtigt eine ähnliche Funktion erfüllen wie gezielte Desinformationskampagnen. Ohne es zu wissen, trägt die Nutzerbasis von Parawatch selbst dazu bei, die Existenz realer Anomalien zu verschleiern, indem sie diese in einem Meer aus falschen oder übertriebenen Informationen untergehen lässt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Parawatch innerhalb der SCP-Lore eine besondere Rolle einnimmt. Die Gruppe ist aktiv an der Suche nach dem Anomalen interessiert, besitzt jedoch weder die Mittel noch das Verständnis, um tatsächliche Erkenntnisse zu gewinnen. Ihre Struktur, ihre Arbeitsweise und die Art ihrer Inhalte sorgen dafür, dass sie trotz ihres Engagements keine unmittelbare Bedrohung für den Schleier darstellen. Stattdessen fungiert Parawatch indirekt als Puffer zwischen der normalen Öffentlichkeit und der Realität des Anomalen, indem es reale Hinweise mit einer Vielzahl an Fehlinterpretationen überlagert und damit unkenntlich macht. Eindämmungsumfang. Obwohl Parawatch aktiv versucht, anomale Phänomene zu untersuchen, hat die fortlaufende Überwachung durch die Foundation eindeutig gezeigt,
dass der Gruppe ein grundlegendes Verständnis für zentrale Aspekte der anomalen Welt fehlt. Insbesondere besitzt Parawatch keinerlei verlässliche Kenntnisse über die Existenz der Foundation, die Aufrechterhaltung des Schleiers oder die tatsächliche Natur anomaler Phänomene. Dieses fehlende Verständnis ist entscheidend für die Bewertung der Gruppe, da es ihre Fähigkeit, reale Bedrohungen für die Geheimhaltung darzustellen, erheblich einschränkt. Die von Parawatch veröffentlichten Inhalte bestehen größtenteils aus inkorrekten oder unvollständigen Theorien, die selten mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen. Selbst wenn reale anomale Ereignisse beschrieben werden, geschieht dies meist in verzerrter oder stark ausgeschmückter Form, wodurch die Glaubwürdigkeit dieser Berichte weiter geschwächt wird. In Kombination mit der allgemeinen Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber solchen Plattformen führt dies dazu, dass Parawatch nicht als verlässliche Quelle wahrgenommen wird. Genau dieser Umstand trägt maßgeblich dazu bei, dass die Gruppe keine ernsthafte Gefahr für die Stabilität des Schleiers darstellt. Aufgrund dieser Eigenschaften verfolgt die Foundation im Umgang mit Parawatch keine aggressive Eindämmungsstrategie, sondern setzt stattdessen auf Überwachung und kontrollierte Einflussnahme. Die Plattform wird bewusst aktiv gehalten, da sie effektiv als Mittel zur Desinformation dient. Indem reale Hinweise auf anomale Phänomene innerhalb einer großen Menge an fehlerhaften oder fiktiven Berichten eingebettet werden, wird es für Außenstehende nahezu unmöglich, zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden. Parawatch fungiert somit als eine Art natürlich gewachsener Filter, der potenziell sensible Informationen unkenntlich macht. Die Foundation greift dabei nur selektiv ein. Inhalte, die zu nahe an die tatsächlichen Umstände heranreichen oder potenziell gefährliche Informationen enthalten, werden gezielt entfernt oder verändert. Dies geschieht in der Regel unauffällig, um keine Aufmerksamkeit auf die Eingriffe zu lenken. Gleichzeitig wird die allgemeine Struktur der Plattform aufrechterhalten, sodass die Nutzer weiterhin frei Inhalte erstellen und verbreiten können. Vermutung: Es ist wahrscheinlich, dass die Foundation gezielt eigene Inhalte in Parawatch platziert, um Diskussionen in bestimmte Richtungen zu lenken. Solche sogenannten Implantate könnten dazu dienen, falsche Fährten zu legen, glaubwürdige Hinweise zu relativieren oder die Aufmerksamkeit der Nutzer bewusst auf irrelevante Themen zu lenken. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Eindämmungsstrategie ist der Umgang mit einzelnen Nutzern. Sollte ein Mitglied von Parawatch wiederholt Inhalte veröffentlichen, die eine ungewöhnlich hohe Übereinstimmung mit realen anomalen Ereignissen aufweisen, wird dieses Verhalten genauer untersucht. In solchen Fällen kann es zu gezielten Maßnahmen kommen, darunter die Entfernung entsprechender Inhalte oder, falls notwendig, das schrittweise Amnestizieren der betroffenen Person. Ziel ist es, die Verbreitung sensibler Informationen zu verhindern, ohne die Gesamtstruktur der Plattform zu destabilisieren. Vermutung: In seltenen Fällen könnte Parawatch sogar unbeabsichtigt als Frühwarnsystem dienen. Einzelne Nutzer könnten durch Zufall auf reale Anomalien stoßen und diese im Forum dokumentieren, noch bevor die Foundation aktiv wird. Solche Beiträge würden dann von der Foundation identifiziert und genutzt, um schneller auf potenzielle Anomalien reagieren zu können. Trotz dieser potenziellen Risiken bleibt die allgemeine Einschätzung der Foundation unverändert. Parawatch stellt derzeit keine direkte Bedrohung für den Schleier dar. Die Kombination aus fehlendem Fachwissen, unkoordiniertem Vorgehen und der geringen Glaubwürdigkeit innerhalb der Öffentlichkeit sorgt dafür, dass die Aktivitäten der Gruppe größtenteils folgenlos bleiben. Aus diesem Grund sind aktuell keine umfassenden oder direkten Eingriffe erforderlich. Stattdessen wird die Plattform weiterhin überwacht und bei Bedarf subtil beeinflusst. Zusammenfassend verfolgt die Foundation gegenüber Parawatch eine Strategie der kontrollierten Duldung. Anstatt die Gruppe zu schließen oder vollständig zu unterdrücken, wird sie aktiv bestehen gelassen und in gewissem Maße genutzt. Parawatch ist damit nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen, die an das Paranormale glauben, sondern gleichzeitig ein Werkzeug, das, bewusst oder unbewusst, dazu beiträgt, die Existenz des Anomalen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.